Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schuster. In diesem Video dreht sich alles um das sogenannte Driver Personalization System. Das ist ein ziemlich cooles Feature, bei dem ihr eure Lieblingseinstellungen, die ihr so im Auto immer so justiert, auf euer Gesicht abspeichern könnt. Bedeutet also, ihr kommt ins Auto rein, euer Gesicht wird erkannt und alles wird schon auf euch persönlich eingestellt. Super praktisch, gerade wenn man unterschiedliche Fahrer hat, damit da jeder so seine Wünsche auch erfüllen kann. Und da gibt es wirklich ganz viele Fragen, die ich von euch immer wieder bekomme zur Bedienung, zur Einrichtung und sonst noch was. Und das werden wir heute in diesem Video alles mal für euch klären. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran. Gleich nach dem Intro geht's los. Ja, wie gerade schon angekündigt, geht es also in diesem Video um das Driver Personalization System und hinter dem englischen Begriff, ich hatte es gerade schon so ein bisschen angedeutet, geht es also um die Personalisierung von diversen Einstellungen. Und es gibt vielleicht einige Zuschauer unter euch, die sagen, hey, habe ich noch nie gehört, wie richtet man das ein? Hat mein Auto das überhaupt? Und das klären wir jetzt gleich mal am Anfang von diesem Video. Grundsätzlich gibt es dieses System nicht bei allen Mazda-Modellen, sondern im Moment nur beim CX-60 und beim CX-80. Es gibt allerdings in anderen Ländern Europas oder auch weltweit andere Modelle noch, teilweise CX-70, der baugleich oder ähnlich ist wie der CX-60 und danach der CX-90, der dem CX-80 sehr stark ähnelt. Und da auch gibt es dieses System. Aber auch nicht jeder von diesen Modellen besitzt diese Driver Personalization Funktion. In Deutschland ist es relativ einfach erklärt. Habt ihr Ledersitze, habt ihr mit hoher Wahrscheinlichkeit das System schon drin, habt ihr Stoffsitze eben nicht. In anderen Ländern ist es nicht ganz so einfach, weil es total unterschiedliche Ausstattungslinien gibt, aber es gibt noch eine relativ einfache Methode, das hier sehr schnell im System festzustellen. Und damit komme ich eigentlich jetzt auch schon so ein bisschen zum Thema Einrichtung. Das heißt also, wie kann man das System überhaupt auf euch einstellen, Grundeinstellung sozusagen. Das führen wir jetzt hier vorne mal durch. Also wir haben jetzt hier unser Menü, unser Mazda-Menü. Wir gehen unten auf den Menüpunkt Einstellungen und suchen uns den Menüpunkt Driver Personalization System, der relativ weit unten ist. Und habt ihr diesen Begriff in eurem Auto stehen, wisst ihr schon mal, hey, das System ist bei euch integriert. So, jetzt habt ihr hier gleich ganz am oben die Möglichkeit, einen Haken zu setzen. Es gibt ja auch Kunden, die sagen, hey, brauche ich nicht, möchte ich nicht, ich bin nur einfacher, also könntet ihr das im Endeffekt auch ausschalten. Dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Möglichkeiten, eure Sitzposition, Spiegel, Head-Up-Position zu speichern. Da haben wir euch auch schon mal ein Video dazu hochgeladen. Es gibt nämlich sogenannte Memory-Funktionen, die könnt ihr auf eine Taste oder aber auch auf den Schlüssel von eurem Fahrzeug speichern. Auch eine ziemlich coole Funktion. Verlinke ich euch oben mal hier das Video, könnt ihr euch auch mal anschauen. Das ist vielleicht auch für die, die wirklich alleine fahren, durchaus eine sinnvolle Möglichkeit. Habt ihr wechselnde Fahrer mit unterschiedlichsten Wünschen, ist genau dafür das Driver Personalization System konstruiert worden, um euch eben beim Reinsetzen schon alles anzubieten, was ihr vorher abgespeichert habt, um euch nicht zu ärgern, dass wieder irgendwas verstellt wurde, zum Beispiel der Bass vom Sohn oder was auch immer. Okay, legen wir los mit der Einrichtung. Ganz einfach hier, ihr seht schon, dass das Einzige, was ich im Moment auswählen kann, ist neuen Fahrer hinzufügen. Das klicke ich jetzt gleich mal an. Hier kommt noch ein kleiner Hinweis, ungefähre Dauer, schaut, dass im Endeffekt hier das Fahrzeug eingestellt ist und in Parkstellung sich befindet. Das haben wir jetzt natürlich hier beachtet. Ich gehe auf OK. So, jetzt müsst ihr hier die Körpergröße eingeben. Ich mache das jetzt mal bei mir. Ihr müsst natürlich eure Körpergröße annehmen. Ich gehe jetzt hier mal auf 1,71 und jetzt steht hier, bitte entfernen Sie sämtliche Brillen oder andere Objekte, also Cappies, Mützen, irgendwas in der Art. So, was macht das Auto jetzt also gleich? Es scannt also mit der Kamera, die sich hier befindet, meine Augenhöhe und versucht anhand von typischen Proportionen, die Menschen eben so besitzen, zu errechnen, wie hoch ich sitzen muss, wie die Spiegel eingestellt werden müssen. So, das mache ich jetzt gleich mal. Ich gehe jetzt hier auf Starten. Ihr seht schon, Lenkrad geht gerade ein bisschen hoch, ein bisschen weiter hinter. Ich muss ein bisschen höher jetzt von meiner Sitzposition. Und jetzt kommt es mir wieder entgegen und runter. Spiegel sind eingestellt worden, das habt ihr jetzt gerade nicht gesehen. So, und jetzt sitze ich jetzt hier. Und ich sag mal, da wird es einige geben, die sagen, hey, passt super, flutscht. Und es gibt sicherlich einige, die sagen, never ever. Ja? Ihr müsst zum einen mal berücksichtigen, es gibt hier eine empfohlene Sitzposition. Wenn ihr zu einem Fahrsicherheitstraining geht, dann wird euch sicherlich der Trainer eine empfohlene Position empfehlen. Und die wird sicherlich deutlich näher am Lenkrad sein als das, was ihr vom Alltag gewöhnt seid, damit ihr wirklich das Lenkrad gut im Griff habt und habt dadurch natürlich auch eine andere Spiegeleinstellung. Ja, wir wissen alle, es gibt natürlich auch eine Alltagsposition, wo man es ein bisschen genüsslicher machen kann. Jetzt steht hier eben da, verwenden Sie die Regler, Fahrposition, Spiegel und so weiter zu personalisieren. Das heißt, ihr geht jetzt einfach hier links
an eurem elektrischen Sitz. Stellt euch also hier den Sitz ein. Und wenn ich jetzt schon gerade hier mit der Jacke drin sitze, ihr seht, ich habe eine Jacke an, das müsst ihr jetzt selber entscheiden. Also wenn ihr jetzt mit Jacke einstellt, müsst ihr halt wissen, dass praktisch für die Zukunft diese Sitzposition jetzt mit Jacke eingespeichert ist. Fahrt ihr meistens ohne Jacke, zieht bitte fix die Jacke aus und stellt euch den Sitz dann nochmal jetzt ein bisschen nach. Ja? Also Sitz richtig einstellen von der Neigung, habt ihr vielleicht ein bisschen längere Beine als die normalen. Einfach hier ein bisschen höher stellen, Lehne einstellen und so weiter. Dann natürlich die Spiegel einstellen, das erkläre ich euch jetzt nicht im Detail. Und dann gibt es noch eine Sache, die auch wichtig ist und gerne auch gefragt wird, das ist das Thema Lordosenstütze. Also das Polster, das ich hier am Rücken raus und rein bewegen kann, um euren Rücken ein bisschen besser zu stützen. Da hat sich Mazda ganz bewusst dafür entschieden, eben nicht das Lordosensystem auch mit abzuspeichern, weil es eben sein kann, dass ihr mal eine Jacke dabei habt oder auch keine oder eine besonders dicke. Das heißt, das würde nie so 100% passen. Deswegen wird es also nicht abgespeichert. Die Lordose müsst ihr also immer so ein bisschen einstellen. Lenkrad ist ja auch hier bei diesem Auto dann elektrisch verstellbar, wird natürlich auch abgespeichert. Das Einzige, was jetzt im Moment nicht abgespeichert wird, ist das Head-Up-Display. Das ist jetzt auf meine Körpergröße eingestellt. Das könnten wir allerdings hinterher dann verstellen, würde mit eurem Profil dann immer automatisch auch gespeichert werden. Für mich passt das jetzt hier aber super. Ich habe nur die Spiegel noch ein bisschen angepasst. Okay, wenn das alles passt, nehmt euch da ruhig ein bisschen Zeit, geht hier einfach auf Speichern. So, jetzt hier sagt er, damit das System funktionieren kann, müssen wir natürlich hier erstmal mein Gesicht mit irgendwas verknüpfen. Das heißt, ihr müsst jetzt nicht einfach nur einen Namen auswählen und draufdrücken auf OK, sondern Mazda geht noch einen Schritt weiter, ähnlich wie ihr das von eurem Smartphone kennt, dass ihr im Endeffekt einsteigt und euer Gesicht sogar erkannt wird. Das finde ich richtig praktisch. Machen wir natürlich gleich mal hier eine kleine Erklärung. Also ihr sollt jetzt mit eurem Kopf einfach gerade schauen, macht so eine leichte Links-Rechts-Bewegung. Ihr habt schon gesehen, das geht jetzt wirklich hier super schnell. Ich musste gar nicht viel machen. Und schon hat er mein Gesicht gescannt. Und auch hier ist es eben wichtig, dass ihr, wenn ihr das macht, entweder so ein bisschen Alltagsoptik habt. Das heißt, ich empfehle, dieses Bild in Situationen zu machen, wo ihr jetzt nicht brutalen Schlagschatten habt, also jetzt irgendwie die Sonne richtig schräg reinschaut, dass euer Gesicht halb im Schatten liegt oder in einer besonders dunklen Situation, einfach so eine typische Situation, wie bei uns jetzt hier bedeckter Himmel, das ist immer besonders gut, oder irgendwo in den Schatten gehen, wo es sehr gleichmäßig ist, beleuchtet ist. Okay, also Bild haben wir schon mal drin. Ihr nennt mich jetzt erstmal Fahrer 1. Das kann man natürlich deutlich besser machen. Ihr geht jetzt hier einfach auf Name bearbeiten und habt das typische Alphabet, was ihr so von Mazda kennt, könnt hier natürlich dann auch mit Großbuchstaben arbeiten. Ich mache es mir jetzt mal ganz einfach und gehe jetzt hier einfach auf CS und dann ganz unten hier auf diesen Haken drauf. Hättet ihr euch vertippt, könntet ihr es hier wieder löschen und dann einfach ist jetzt hier mein Systemprofil CS genannt und dann kann ich hier noch auf Profilbild ändern gehen. Da habt ihr ein paar Möglichkeiten, hier euch auszuwählen. Es ist leider nicht möglich, eigene Bilder hochzuladen. Die Frage habe ich auch schon x-mal bekommen. Ich nehme hier das passende Auto raus und sage Speichern. So, das war es jetzt eigentlich auch schon. Also grundsätzlich mal von der Abspeicherfunktion geht wirklich super einfach. Da stand jetzt was mit 5 Minuten. Hätte ich jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera gequatscht. Ich glaube, ich hätte das bestimmt in 30 Sekunden hinbekommen. Jetzt gibt es aber natürlich Situationen, in denen es vielleicht nicht so funktioniert, wie ihr euch das denkt. Und ich versuche jetzt mal so in einzelnen Etappen das so ein bisschen jetzt hier aufzugreifen. Und wir fangen vielleicht mal mit einer wichtigen Sache an. Aus irgendeinem Grund habt ihr euch irgendwie die Sitzposition verstellt und ihr wollt die nochmal nachjustieren. Und ihr seid schon gespeichert. Das bringt also nichts, jetzt hier einfach zu speichern, auszusteigen und zu hoffen, dass diese Sitzposition gespeichert wurde. Nein, Mazda hat sich entschieden zu sagen, nein, die vorher einprogrammierte Sitzposition hat die Priorität 1. Alles, was ihr dann so ein bisschen verändert, könnte aufgrund von einer Jacke, Pullover, irgendwas sein. Und immer steigt das Auto dann, oder beziehungsweise geht das Auto immer in den Normalmodus. Möchtet ihr die normale Grundeinstellung verändern, müsst ihr in das Driver Personalization System rein. Ich mache es mal ganz von Anfang. Ihr geht hier in die Einstellungen rein, geht in das Driver Personalization System. Ihr seht hier, ist jetzt hier mein Name schon angehakt. Das ist wichtig, damit das dann auf diesem Profil gespeichert ist. Und ich gehe jetzt hier auf Fahrerposition speichern. Und jetzt stelle ich mir das ein, nochmal neu. So, zack, so wie ich das will, Spiegel, alles beachten, was ihr gerade schon hattet, Lenkrad. Und jetzt ist es wichtig, hier nochmal auf Speichern zu gehen. Und dann wird wirklich diese neue Sitzposition gespeichert. Ihr müsst also das ganze Programm nicht nochmal irgendwie neu durchlaufen und dann im schlimmsten Fall hinterher nochmal alle Einstellungen einzeln justieren. Das ist mal das eine. Und dann gibt es noch ein wichtiges Thema. Am Anfang habt ihr ja vielleicht gesehen,
dass man keine Brille verwenden sollte, damit das System eure Augen erkennen kann, um die Sitzposition einzustellen. Und ihr hättet bei der ersten Gesichtserkennung durchaus eure Brille wieder aufziehen können, müsst ihr aber nicht unbedingt, sondern man kann tatsächlich auch nochmal ein sogenanntes Alternativbild erstellen. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Feature, weil es die Erkennung beschleunigt und verbessert. Schauen wir uns einfach mal an. Ihr habt hier die Möglichkeit, das Fahrerprofil zu bearbeiten. Da gibt es wieder mehrere Möglichkeiten, zum Beispiel eben den Namen zu ändern, wenn ihr sagt, Mensch, CS war mir jetzt irgendwie zu uneindeutig. Ihr könntet nochmal eine neue Erkennung durchführen und ihr sagt, hey, das habe ich ja gehört, ich kann mir das mit Brille abspeichern. Dann wäre das sozusagen hier möglich. Was ich jetzt will, ist sozusagen das alternative Erscheinungsbild hinzufügen. So, da geht er jetzt einfach drauf. Jetzt sagt er, okay, wieder gleiches Prozedere. Wann braucht man so eine Alternative oder für was ist das sinnvoll? Zum einen mal sagte ich ja gerade schon, ein alternatives Bild erhöht einfach die Erkennungsrate. Ich würde jetzt allerdings das alternative Bild nicht an der gleichen Stelle aufnehmen, zur gleichen Tageszeit, sondern variiert da so ein bisschen. Also zum Beispiel habt ihr das erste Bild mit Kontaktlinsen gemacht, macht das zweite Bild mit eurer Brille. Tragt ihr häufig eine Cappy, dann nehmt jetzt die Cappy. Oder habt ihr eine Tiefgarage, wo es sehr dunkel ist und ihr morgens immer ins Auto einsteigt und ihr habt ein Bild bei Tageslicht gemacht, macht das andere Bild genau in dieser Situation, also in dieser typischen Situation. Und ihr könnt es ja auch gerne da machen, sagt, ich mache jetzt mal ein Foto und ihr merkt schon irgendwie in der Tiefgarage, wenn es so richtig dunkel ist, das Neonlicht reinscheint, dann ist die Erkennung nicht besonders gut. Dann macht genau an dieser Stelle das Alternativbild, dann werdet das besser erkannt. Also das ist auf jeden Fall nochmal ein Tipp von mir. Ich gehe jetzt einfach mal mit euch auf OK, dass es einmal mal durchläuft, funktioniert ganz genauso, links, rechts und schon ist mein alternatives Bild auch noch abgespeichert. Könntet ihr natürlich hinterher auch nochmal ändern. Gut, das ist noch ein wichtiger Tipp zur Erkennung. So, kommen wir nun zu der mit am Abstand häufigst gestelltesten Frage, warum erkennt mich das Auto nicht richtig, beziehungsweise was ist eigentlich die Ursache, warum es euch nicht richtig erkennt. Und ich simuliere das jetzt mal mit euch und dann kann ich das ganz gut erklären. Ich gehe jetzt also raus. Marcel, ich spanne dich mal kurz ein, einen Moment. So. Okay, was passiert also normalerweise, wenn ihr ins Auto einsteigt? Ich kenne das von mir so ein bisschen. Ihr steigt ins Auto rein, macht schon mal hier so Zündung an. So, anschnallen, zack. Ja, und ihr seht schon, hat euch nicht erkannt. Warum? Relativ einfach erklärt. Vor lauter Rumwuseln und Rummachen habt ihr eigentlich gar nicht dem Auto die Chance gegeben, euch zu erkennen. Deswegen mache ich das jetzt noch einmal richtig, um euch das ein bisschen besser zu erklären. Also, nochmal von vorne. Mach nochmal aus. Also eigentlich nochmal genau das Gleiche, nur eben doch ein bisschen anders. Ihr setzt euch rein. Ganz wichtig, erste Sache, bitte hier Tür zu machen. Setzt euch kurz einen Moment rein, schaut hier in Richtung Außenseite, Kamera. Jetzt ist es hier noch verdunkelt, weil ich noch nichts gestartet habe. Steht schon da, willkommen CS. Ihr seht schon, Sitz fährt in die richtige Position. Stellt alles so ein, wie ich das gerade auch schon gemacht habe. So, jawohl, ich tue schon mal einen Schlüssel beiseite. Dann könnt ihr euch natürlich zwischendurch schon anschnallen. Das ist nur mit Kamera ein bisschen blöd. So, und jetzt seid ihr eigentlich schon komplett startklar. Ihr könnt jetzt hier auf die Bremse gehen, Startknopf drücken und losfahren. Das ist jetzt also so, dass ihr euch bitte hier am besten immer mal so 1-2 Sekündchen Zeit gebt, kurz in die Kamera oder zumindest geradeaus zu schauen. Erkennung läuft in dem Moment und dann läuft das Ganze im Hintergrund auch schon. Warum hat Mazda das so gemacht? Zum einen mal mit geöffneter Tür funktioniert das System nicht. Zweiter super häufiger Grund, warum es nicht funktioniert, ist, wenn ihr schon mal auf die Bremse geht und das Auto startet, dann wird die Gesichtserkennung zu eurer Sicherheit irgendwo auch unterbrochen. Es könnte ja zu einer Fehlerkennung kommen. Stellt euch vor, ihr geht in den Rückwärtsgang rein und währenddessen fährt euer Sitz immer weiter zurück und ihr kommt nicht mehr an die Bremse ran. Wenn da was passiert, wäre das echt schlimm und deswegen hat Mazda entschieden, nein, das System ist nur aktiv, wenn die Zündung nicht an ist. Also das ist nochmal ganz, ganz wichtig. So, jetzt sitze ich also hier in meiner Sitzposition drin, bin perfekt eingerichtet und jetzt könnt ihr natürlich hier im System, wenn ihr das Profil angelegt habt, alles so einstellen, wie ihr Lust und Laune habt. Also Bass, Musik, Radio, Komfort, Klimaautomatik und so weiter. Es gibt wirklich ganz viele Funktionen, die ihr individualisieren könnt.
Aber es gibt eben auch einige Funktionen, die ihr nicht individualisieren könnt. Und damit meine ich nicht, dass ihr die nicht verändern könnt. Es heißt nur, dass wenn ihr das nächste Mal mit eurem Profil einsteckt, dass die Funktion wieder zurückgestellt ist. Und das ist mit Abstand die zweithäufigst gestellte Frage. Warum wird eine Funktion nicht abgespeichert? Das hat nicht unbedingt was mit dem Driver Personalization System zu tun, denn auch die Modelle, die das nicht haben, haben das eben auch. Es gibt eben gesetzlich vorgeschriebene, ich sage jetzt mal, Funktionen wie Spurhalteassistent, Spurwechselsysteme, die verpflichtend sind für die Hersteller. Und das könnt ihr natürlich im Menü ausschalten. Aber Mazda wurde verpflichtet, diese Systeme wieder zu aktivieren, sobald ihr das Fahrzeug startet. Also da könnt ihr rumstellen, wie ihr wollt. Es ist kein Systemfehler, es ist tatsächlich eben so, dass das leider so vorgeschrieben ist. Und wir haben euch mal eine kleine Liste erstellt. Ich sage es gleich, die ist nicht vollständig, weil es wirklich super viele Funktionen sind und eher grob. Die verlinken wir euch unten mal in der Videobeschreibung. Könnt ihr gerne draufklicken und euch mal so ein bisschen durchschauen, was ihr da abspeichern könnt, was nicht abgespeichert wird. Dann könnt ihr relativ einfach feststellen, ist das jetzt irgendwie ein Fehler oder ist das eben kein Fehler. Und ja, würde mich freuen, wenn euch die Liste natürlich hier einen kleinen Tipp gibt. Dann gibt es noch eine weitere Besonderheit. Habt ihr zum Beispiel einen relativ alten, also Mazda CX-60 der ersten Generation, könnte es sein, dass das Betriebssystem hier noch auf einem relativ alten Stand ist, wenn das nie aktualisiert wurde. Da kann es durchaus auch mal sein, dass man hier wieder mal ein neuestes Update machen kann. Das Auto hat ja 6 Jahre Werksgarantie, also das lohnt sich auf jeden Fall, da mal nachzufragen bei eurem Mazda-Händler, denn auch mit jeder neueren Softwareversion wird dieses System natürlich nochmal weiter verfeinert und beschleunigt sich. Also das kann ich auch nur an dieser Stelle empfehlen. Dann gibt es noch eine weitere Sache, die auch noch wichtig ist, eher so ein bisschen Spezialfall. Also ihr habt zum Beispiel 2 wechselnde Fahrer. Ich habe gerade so einen kleinen Frosch im Hals. Und angenommen, der Marcel wäre jetzt hier auch noch als Fahrer drin, war gerade drin, steigt aus und ich komme irgendwann ins Auto rein und komme in das Auto rein. Und hier ist es eben so, dass ich dann zwar erkannt werde, also er sagt dann auch hier CS erkannt, allerdings gibt er mir dann eine Liste. Das heißt, hier wird nicht automatisch meine Sitzposition abgerufen, meine ganzen Einstellungen, sondern ich muss das eben zur Sicherheit nochmal kurz auf OK drücken. Das ist einfach auch wieder hier der Hintergrund. Es könnte ja sein, dass das System sich irgendwie nicht 100% sicher ist, ob ich das jetzt war, hat vielleicht den Marcel fälschlicherweise erkannt, dann wird da irgendwie der Sitz komplett irgendwie total entfernt sein, man kommt nicht mehr gescheit an die Sachen ran und deswegen muss man in dem Moment nochmal kurz sagen, hey, ja, stimmt, also er wählt euch das schon aus, sagt dann hier CS, okay, zack drücken und gut ist das eben auch ganz normal bei dauernd hin und her wechselnden Fahrern. Und dann gibt es noch eine weitere wirklich eher seltene Sache. Ihr habt zum Beispiel irgendwie einen Zwillingsbruder, Zwillingsschwester und die schaut euch aus dem Gesicht fast gleich aus. Ja? Also so, dass in der Schule schon damals so war, dass man sich fast als gleiche Person ausgeben konnte. Dann tut sich dieses System natürlich auch schwer. Wir verfügen jetzt hier nicht über High-End-Security-Funktionen wie die aktuellsten Smartphones, wo ja wirklich sensible Daten drauf sind, sondern hier geht es ja nur um eure Favoriten, um eure Einstellungen. Das heißt, wir arbeiten hier mit einer Bilderkennung und wenn natürlich euer Zwillingsbruder, eure Zwillingsschwester fast gleich ausschaut, ja, dann kann es schon mal sein, dass da eben die Funktion nicht 100% passt, dass dann auf einmal eben versehentlich der Bruder oder die Schwester erkannt wird. Da kann ich leider auch keinen Tipp geben, das ist dann halt einfach so, da muss man es halt mit der Hand dann entsprechend auswählen. Ja, das waren meine Top-Tipps zum Driver Personalization System. Ich nutze das System wirklich super gerne. Es erleichtert mir gerade, wenn ich in ein Fahrzeug immer wieder einsteige und wieder irgendwelche anderen Kollegen mit dem Fahrzeug fahren, dass wirklich alles aufgerufen wird, was ich mir so gewünsche in meinem Auto. Ja, würde mich freuen, wenn euch das System jetzt natürlich vielleicht auch mehr Unterstützung bietet, wenn ihr jetzt wisst, worauf ihr achten müsst. Ich hoffe, ich konnte eure Fragen zu dem Thema beantworten. Habe ich irgendwas vergessen? Schreibt es wie immer unten in die Kommentare rein. Kleiner Hinweis nochmal zu dem Dokument. Wir haben das natürlich nach bestem Wissen und Gewissen für euch aufgelistet. Kann aber sein, dass durch irgendwelche Software-Updates vielleicht irgendwas wieder zukünftig verändert. Da sind wir natürlich auch auf euer Feedback angewiesen. Schreibt uns da gerne auch wieder einen Kommentar oder eine E-Mail, wenn ihr irgendwas gemerkt habt, dass was fehlt oder sich verändert hat. Dann aktualisieren wir das Dokument für euch, dass es immer auf den neuesten Stand ist. Hat euch dieses Video gefallen, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben von euch. Denkt auch dran, unseren Kanal zu abonnieren und vergesst nicht, die Glocke zu drücken. Dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge von Frag Schuster. Ciao, ciao.